Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Elevator hat offiziell seit gestern geöffnet und damit stehen auch die Drops sowie Codes etc. pp. Alles zur Verfügung. Wer es verpasst haben sollte, es gibt einen Eventcode wieder, Dorza-9W3Z. Ja, Dankeschön fürs Posten hier an der Stelle. Und es sind auch zahlreiche Twitch-Drops am Start. Ich hoffe, ihr habt euch die auch schon geholt. Ansonsten sind wir heute auch nochmal live, falls ihr das verpasst haben solltet. Am Samstag sind wir 8 Stunden live mit Shakes and Fidget. Also da, denke ich mal, werden die meisten eine Chance haben, sich ihre Twitch-Drops dann zu holen. Und Sonntag, denke ich mal, sind wir auch nochmal live. Für die Leute, die fragen sollten, die Twitch-Drops sind jetzt natürlich ein bisschen andere aufgrund des Elevators. Und ja, diese sind jetzt hier drin quasi enthalten. Wir haben hier 3x15 Elevator-Tickets, die wir pro Drop quasi bekommen. Also über den Elevator verteilt haben wir 4 Elevator-Drops. Das ist jetzt Elevator Drop Set 1 von 4, das jetzt gestern gestartet hat. Das nächste, das zweite von 4 startet am Montag, 3 von 4 dann am Mittwoch und 4 von 4 am Freitag, also nächste Woche Freitag, ja, da wo auch der Shakes and Fidget Cup stattfindet. Und dort kriegt ihr halt jeweils dann immer 3x15 Schlüsselkarten für den Elevator. Das ist relativ viel gesehen auf die 10 Tage verteilt und natürlich auch geilen anderen Stuff. Deswegen, ja, wer mir noch nicht folgen sollte, sehr gerne auf Twitch vorbeischauen. Und dort, ja, könnt ihr sehr gerne ein Follow da lassen, dann werdet ihr informiert. Ich biete euch auch die Drops an und damit auch die Elevator-Tickets. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Lasst ein Follow da. Und ja, verpasst auf jeden Fall nicht solche lustigen Situationen hier. Okay, das war zum Beispiel gestern im Stream hier, wo wir dieses Meme aus dem SF-Discord gewertet haben. Beziehungsweise das im Stream eingeblendet haben. Das war auf jeden Fall ganz cool. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei und lasst euch das Ganze nicht entgehen. Ansonsten, genau, sind wir jetzt hier auf WF24 mal wieder unterwegs, seit langer Zeit. Auf meinem geliebten Ork-Krieger. Ja, lange Zeit gab es hier nichts mehr zu sehen. Wir sind aus zweierlei Gründen hier am Start. Der erste, wir brauchen mal wieder ein paar Epics, denn ich habe hier nichts mehr. Ich habe nur noch was auf dem Alter Ego. Ne, da sind noch ein paar Ersatz-Items, aber ich will mir auch gleichzeitig eine neue Waffe suchen. Das ist so das Primärszenario, was heute hier ansteht im Video. Und da gehen wir heute auf die Suche und blättern uns mal so ein bisschen durch und nehmen hier auch das ein oder andere Epic mit, damit wir jetzt für die Tage ein bisschen gewappnet sind, denn wir haben ja noch ein bisschen Klo-Event. Das können wir zum Beispiel gleich schon mal hier wieder reinschmeißen. Damit haben wir die Aura-Stufe jetzt wieder um 1 höher gebracht. Und damit können wir jetzt auch nochmal eine bessere Waffe finden. Ja, ist das nicht toll? Gut, aber wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen eindecken mit ein paar Epics, die wir hier bekommen. Und hoffen, dass wir vielleicht, während wir hier uns ein paar Items grabben, auch eine Waffe bekommen. Ja, es wäre schön. Die ist schon ein bisschen älter. Ich möchte mich immer noch nicht neu equippen. Ihr seht ja hier, das ist noch ganz altes Equipment hier, ne? Ich meine, sieht man ja auch anhand der Rüstung jetzt hier beispielsweise. Ne, ich ja, werde mir das noch aufbewahren für, ja, wenn wir die Klo-Aura auf 400 haben, gemaxt haben. Was ich mir jetzt aber nur neu holen möchte, und das hatte ich ja schon mal gemacht, ist eine neue Waffe. Denn das könnte sich für den Elevator lohnen. Das ist das Einzige, was ich mir neu hole. Ansonsten, ja, die restlichen Stat-Punkte von dem Equipment, das holen wir uns dann, wenn wir irgendwann gemaxt sind. Aber die Waffe ist mir jetzt einfach zu wichtig für den Elevator, dass wir die hier mitkriegen. Und ich hoffe mal, dass wir auch relativ zeitnah eine bekommen. Ja, es wäre schön, wenn das klappen sollte, dass wir hier ein kleines Schwertchen hier bekommen. Ja. Von den Epics her wird mir das sogar jetzt schon fast reichen, muss ich sagen. Ich würde die Reihe noch voll machen hier. Und danach würde ich dann hauptsächlich nur noch dann nach einer Waffe suchen. Ja, damit haben wir jetzt schon mal die 2 Reihen voll. Und ja, jetzt gucken wir einfach nur noch mal, dass wir jetzt hier eine Epic-Waffe bekommen. Das wäre schon schön. Ich will nicht ganz so viele Pilze bitte ausgeben, weil ich brauche noch welche für den Elevator die Tage. Das wäre toll, wenn wir das hier noch hinkriegen. Deswegen wäre schön, wenn ich die jetzt einigermaßen schnell finden würde. So viele Pilze haben wir jetzt hier leider nicht mehr auf dem Account. Und ja, ich wollte jetzt hier eigentlich nicht nochmal extra aufladen, muss ich sagen. Ja, deswegen,
gönn jetzt bitte die Waffe. Spanne muss auch nicht so gut sein, ja. Reicht, wenn es nur wenn es so ist wie die Spanne hier. Muss nicht besser sein. Reicht, wenn die so ähnlich ist. Kann auch sogar minimal schlechter sein. Auch nicht schlimm. Hauptsache, wir kriegen jetzt hier eine einigermaßen okay Epic, solange es nicht eine Einer-Spanne ist oder so gefühlt, geht das Ganze in Ordnung. So, ja. Lass mich jetzt hier nicht zu lange warten. Come on, Bro. Come on. Eine Waffe. Eine Waffe. Und bitte nicht Allstat. Das wär auch noch so eine kleine Bitte, die ich hätte an der Stelle. Ist jetzt zwar schon wieder sehr viel verlangt, ich weiß. Okay, nice. 1018 ist nicht die beste Gegenstandsqualität, ist aber eine 3-Stat-Waffe. Ja, hoffen wir mal, dass die Rune gut ist, aber die können wir notfalls auch tauschen. Ich hoffe nur auf eine einigermaßen vernünftige Spanne, so ähnlich wie hier. Ja, schauen wir mal drauf. 3, 2, 1. Ja, ist okay. Ist scheiße. Also die Waffenspanne 2020 haben wir 2020 Durchschnittsschaden haben wir. Mal 1,5 sind wir bei 3000, was wir jetzt schon finden können mittlerweile. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ist eine Kackspanne. Ist wirklich Müll. Ja, aber ich will jetzt auch nicht hier, was weiß ich, wie viel blättern, um jetzt hier eine einigermaßen vernünftige Spanne, was ist da los? Hallo? Spanne zu bekommen, weil das wird hier nichts. Da glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht an das Herz der Karten, muss ich ehrlicherweise gestehen hier, dass wir hier noch eine gute Spanne kriegen irgendwoher. Trotzdem ist die Waffe besser als die wir jetzt haben, weil Durchschnittsschaden ist deutlich höher. Wir müssen die Rune wechseln, das ist nochmal Crap. Ich würde nochmal 10 Tries, nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. Würde ich nochmal investieren, um jetzt hier nochmal den Lucky Try nochmal rauszuhauen. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, war wasted, ist ja klar. Okay, wir gewinnen den Edelstein raus einfach. Ja, holen uns die Ressourcen wieder. Fuck. Ich hätte mal vorher noch vielleicht die Rune switchen sollen. Okay, nice, aber wir haben hier Blitzschaden drauf, geht klar. Geht klar. Digga. Ein Glück haben wir noch hier so ein Ersatz-Epic-Waffe. Dann tauschen wir das Ding einmal, dann sind wir jetzt auf 60% wieder. So, und dann einmal bitte verzaubern. Für 10 Mille, zack. Ja, die Spanne gefällt mir überhaupt nicht, aber es ist trotzdem besser. Und wir kommen wahrscheinlich trotzdem damit weiter im Elevator, würde ich meinen. Ja, so. Jetzt bitte noch einmal verzaubern und beziehungsweise verbessern. Was kostet das hier? 4 Mille. Die alte hatten wir aber auch auf 20 gehabt, ne? Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ach, ja, ist okay. Ja, Spanne ist nicht überragend, aber wir schauen mal, vielleicht ja, kommen wir hier ein bisschen voran dadurch. Wir sind gestern bis 447 gekommen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, ohne jetzt hier zu sehr großartig mich in die Nesseln zu setzen hier. Wir können natürlich noch die Schlüsselkarten nehmen, das ist ganz cool. Dann haben wir jetzt nochmal ein paar Free Tries sozusagen und können nochmal ein paar Versuche hier raushauen. Und ja, also ich bin guter Dinge, dass wir weiterkommen als gestern auf jeden Fall. Die Schokotaler nehmen wir mit. Da sparen wir dann auch zumindest ein paar Pilzchen hier durch die Tickets. Ja. Und ich muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen für die Gilde muss ich jetzt ein bisschen pushen hier. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben und deswegen kaufen wir uns auch hier die Goldmünzen, ja, damit wir hier ein paar extra Punkte noch für die Holzfällerhütte mitnehmen können an der Stelle. Ja, so, 3, 2, come on. Come on. Also ich habe so Bedenken, die Spanne ist schon wichtig, so dass das jetzt mehr oder weniger auf plus minus 0 rausgelaufen ist, weil wir haben jetzt Spanne getauscht gegen Durchschnittsschaden. Durchschnittsschaden, ich glaube Durchschnittsschaden ist trotzdem stärker als die Spanne, die wir jetzt dafür eingetauscht haben. Ich habe gestern auch nicht zu hart gepusht, also wir hätten gestern wahrscheinlich noch weiterkommen können, easy. Deswegen weiß ich nicht, wie viel besser das jetzt geworden ist. Aber ich denke mal, ist es schon ein Upgrade trotzdem.
Ne, es ist zwar sehr schade, Spanne ist trotzdem auch wirklich, wirklich wichtig, aber der Durchschnittsschaden hat jetzt, glaube ich, insgesamt jetzt mehr gebracht an der Stelle, sodass wir jetzt hier ein bisschen leichter noch ein paar Etagen hochklettern können. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir alles gehabt hätten, aber ja, man kann nicht alles haben. So ist das nun mal, ne? Aber wir kommen hier relativ okay durch, sag ich mal so. Also, es ist okay. Wir werden heute nachher später im Stream noch ein bisschen pushen. Ja, dass wir da noch ein paar Etagen machen. Bis dahin haben wir auch wieder ein paar Schlüsselkarten zusammen gefarmt. Und ja, das soll es aber erstmal soweit für das Video gewesen sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns, denke ich mal, auf Twitch. Wie gesagt, ich versuche jeden Tag online zu kommen jetzt über den Hellevator, um euch da auch die Tickets parat zu stellen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.